Hallo, ich bin der Hassan. Ich bin die Aische. Freunde finden unseren Einrichtungsstil mutig. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Kommt einfach mit rein. Wir sind hier im Wohnzimmer. Hier spielt eigentlich das ganze Familienleben ab. Hier treffen wir uns. Hier ist auch der Essbereich und auch die Küche. Nach meinem Stil werde ich sehr oft gefragt von meiner Community aus oder auch im Freundeskreis. Und ich kann es gar nicht so beantworten, weil ich keinen bestimmten Stil habe. Es ist eigentlich ein bunter Mix aus alte Sachen, neue Sachen. Also ich bin immer wachsam unterwegs, sei es auf Flohmärkten oder auch neue Sachen wie Ikea-Schränke. Die bleiben halt nie im Originalzustand. Die streiche ich meistens dann an. Oder auch DIY und auch so persönliche Sachen aus dem Urlaub bringen wir auch viel mit. Und meistens habe ich die Ideen und mein Mann darf es dann umsetzen. Ich bin weder Maler noch Schreiner, gar nichts. Aber durch mich irgendwie Ja, alles aber auf einmal. wenn man dann so einiges mal in die Hand nimmt und ja, nicht unbedingt zwei linke Hände hat. Ich bin ein Perfektionist, deswegen dauert bei mir manches auch ein bisschen länger, ja, wo sie dann meistens ein bisschen Probleme damit hat. Aber das Ergebnis, Ergebnis gefällt dann uns beiden. Genau. Ja. Es war mir schon von Anfang an klar, dass sie hier eine große Fototapete haben möchte. Und dann hatte ich auch die Idee, dass man so quasi wie ein Bilderrahmen hier so Stuck anbringt. Ich habe in meinem Kopf natürlich meinen Plan immer und diesen Plan teile ich nicht immer mit ihr. Und diese Wand ist halt für mich immer so ein Thema gewesen. Das machst du dann, wenn du mal ein bisschen mehr Zeit hast. Und dann habe ich mir gedacht, wie kannst du dir ein bisschen Zeit einsparen, damit deine Frau dann mal ein bisschen Ruhe gibt, ja? Habe ich ihren Namen draufgeschrieben und gesagt, hier, schau mal, das ist doch ein schönes Bild für dich, ja? Und habe dann so für mich Klug gedacht. ein paar Tage nochmal eingespart. Ja, so mit alten Sachen müsste sich mein Mann erstmal damit anfreunden. Bei dem Tisch war es ja genauso. Ja. Zuerst musste es ja mal gründlich sauber gemacht Ich habe werden. runtergeschliffen bis auf die Knochen. Ja. Und nochmal neu Lack drüber. Und das hier hast du ja so mit... Ich nehme die Schreibmaschine mit, gehe zur Waschstraße und schön abgedampft. Bei solchen Themen bin ich immer derjenige gewesen, der halt weggeschaut hat, wenn Sperrmüll irgendwo lag. Ja. Sie hat dann meistens hingeschaut und jetzt ist es so, dass wir beide schauen. Die Bücherwand ist unser erstes DIY-Projekt gewesen. Ich hatte die Idee und dann bin ich auch los und da hatte ich in einem Hofflohmarkt ganz viele Bücher gesehen. Ich kann mich noch erinnern, die Dame war ein bisschen entsetzt darüber und sie hat mich so gefragt, ja, was wollen Sie denn mit so vielen Büchern, weil ich gar nicht nach dem Inhalt geschaut habe. Es war mir in dem Moment auch ein bisschen unangenehm, weil Bücher sind ja um zu lesen da, aber ich wollte das genauso haben. Es war was ganz Einfaches, das kann auch wirklich jeder machen. Auch mit zwei linken Händen funktioniert sowas. Ja. Ich habe ein paar Seiten erstmal genommen, habe dann eine Schraube durch an die Holzplatte, die dahinter ist, und dann die Seiten wieder zugeklebt, sodass man dann den Anblick hat, dass die Bücher direkt an der Wand kleben. Ja. Man muss gar nicht teuer Sachen einkaufen. Es kann ein guter Mix sein aus günstigen Sachen, aus selbstgemachten Sachen. Im Endeffekt kommt es immer auf die Kombination an. Hier sind auch ganz viele Details aus Spanien, aus Marrakesch, aus der Türkei, also wirklich unterschiedlich. Inzwischen hat es sich so rumgeredet, dass ich alte Sachen mag, dass sogar Familienmitglieder mir alte Sachen bringen. Da hat zum Beispiel die Tante von meinem Mann in eine Tüte mir gebracht. Ja, Aische, du magst es, ja?
Also ich sehe das nicht als Müll, sondern für mich hat das alles einen Wert. Hier ist unser Essbereich und von Anfang an wollte ich unbedingt Stühle haben mit Wiener Geflecht. Das war mir auch gar nicht so fremd. Für mich sollten alle Stühle gleich sein. Ja? Sie meinte, nein, ich möchte so einen Mix aus anderen Stühlen. Das liegt bei mir zum Beispiel daran, dass ich aus einer Familie komme. Da war es wichtig, dass es funktionell und langlebig war. Bei uns in der Familie war Deko immer ein Thema. Meine Mutter hat immer wieder was umgestellt und manchmal mussten wir sogar mit ans Werk. Also ich habe eigentlich sehr früh damit angefangen. Wir lieben einfach diesen Mix, diesen kulturellen Mix, die auch uns widerspiegelt, weil wir sind Deutsche, die Migrationshintergrund haben. Wir reden Deutsch, wir träumen Deutsch, ja? Aber unsere Wurzeln, die haben wir nie vergessen. Und jetzt zeigen wir euch die Küche. Als wir hier eingezogen sind, wir hatten die Küche übernommen. Das war so ein helles Buche und die Fliesen waren auch so ganz alte, beige Fliesen. Von vornherein war das mir klar, ich kann es nicht so sein lassen. Und ich wollte eine schwarze Küche. Die Küche ist eines der Projekte gewesen, wo ich richtig Schwierigkeiten hatte. Also ich muss euch eins sagen, bei diesen Wandfliesen, da habe ich geflucht und geflucht. Weil das sieht zwar schön aus, aber das sind Kleber. genau Kleber. Die muss man richtig ansetzen. Und der Kleber da hinten, der ist so stark, wenn du das falsch ansetzt, dann hast du deine Schwierigkeit gehabt, es nochmal rauszuziehen und nochmal richtig zu justieren. Habe ich hier ordentlich geflucht und man hat es auch gehört im Hause. Dann habe ich die Tür zugemacht und habe Ich hatte meine Ruhe, genau. Also die Küche allgemein ist wieder ein gutes Beispiel, wie man kostengünstig wirklich erneuern kann. Und da haben wir jetzt nicht so viel Geld ausgegeben eigentlich und das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Kombination mit Fische und Zitronen, das taucht ein paar Mal bei uns auf. Ich finde zum Beispiel Zitronen sehr lebendig, diese Frische. Hingegen sind die Fische für mich so ein bisschen tiefgründiger. Ja, ich bin so ein Mensch, die über alles nachdenkt. Und auch in der Küche konnte ich es mit meinem Deko-Fieber nicht sein lassen. Ich habe hier zum Beispiel wieder so Secondhand-Schätze mit eingebaut. Meine Liebe zu Kaffee sieht man hier in dem Bild zum Beispiel. More Espresso, less Espresso. Und das jeden Tag aus einer anderen Tasse. Dann zeigen wir euch den Rest des Hauses. Hier befinden wir uns im Flur. Und hier ist eigentlich alles Secondhand. Die Lampe, dieser Schrank, der Teppich ist so ein handgeknüpfter. Und vom Flur kommt man dann direkt ins Eingangsbereich, wo auch dann die Haustür ist. Und hier haben wir auch so ein besonderes Bild. Die hatten wir in Istanbul in einem Antiquitätengeschäft gekauft. Und das erzählt so die Geschichte, wie damals unsere Großeltern als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Da gab es auch tatsächlich die eine Linie Istanbul-München. Dann gelangt man auch direkt hier ins Gäste-WC und da haben wir uns natürlich auch was Besonderes einfallen lassen. Jawohl, da geht es um die Wandtapete. Haben wir dann gemerkt, dass die Tapete nicht ausgereicht hat. Ja? Und was haben wir gemacht? Wir haben aus diesen Reststücken der Tapete die Fische ausgeschnitten und diese Wand hier damit bestückt, damit das Ganze so ein bisschen miteinander harmonisiert.
So, dann können wir auch schon hoch und dann zeigen wir euch die Kinderzimmer. Aber Hallo Jungs. willkommen in unser Zimmer. Ja, danke. Und hier sind wir im Zimmer der Jungs. Das ist mein Schreibtisch. Also da mache ich meine Hausaufgaben und spiele da auch manchmal. Möchtest du jetzt, Hamza, uns was zeigen? Hamza, zeig uns eine Küche. Komm. Das ist meine Küche. Ich möchte ein Erdbeereis. Dankeschön. Sehr lecker. Danke. Vom Jungszimmer aus kommt man dann in den Flurbereich. Dann werden wir auch schon im nächsten Kinderzimmer, das Zimmer von meiner Tochter. Hier haben wir es auch eher bunt gehalten mit der Tapete zum Beispiel. So ein Mix aus Lila und Gelbtönen, die wir dann auch hier mit dem Sofa dann aufgegriffen haben. Diese Kommode gehörte meiner Mama und irgendwann mal kam meine Tochter auf die Idee, es als Schminktisch zu benutzen. Und das fand ich so rührend, weil es genau die Werte sind, das, was ich meinen Kindern mitgeben möchte, dass man Sachen wertschätzt. Das Witzige ist, es ist mir erst vor kurzem aufgefallen, dass die Farbe der Kommode auch angestrichen von meiner Mama war. Ja, da sieht man einfach, was man so alles vererbt bekommt von der Familie. Dann wären wir direkt im Badezimmer. Hier habe ich auch versucht, mit kleinen Dingen es aufzuwerten. Hier wieder ein Secondhand-Schatz, dieser Spiegel. Das ist auch, finde ich, so, was so im Mittelpunkt ist. Und ein bisschen Farbklecks habe ich dann mit dem Duschvorhang gemacht. Und es ist immer so witzig, wenn ich aus meinem Fundus im Keller Dekos raushole. Und mein Mann hat dann gemeint letztens, hier ist ja mehr Deko wie nützliche Sachen. Aber genau das macht es aus. Und jetzt gehen wir in den Dachgeschoss und zeigen euch dort den Bereich. Das ist so eine Kombination aus Schlafbereich, hinten in der Ecke, ganz klein für mich, ein Arbeitsbereich und noch das Bett vom kleinen Sohn, der dann bald umzieht zu seinem Bruder nach unten in das große Zimmer. Das ist hier das aktuellste Projekt, sage ich hier. Die Farbe ist noch frisch, ja, nicht anfassen, muss noch trocknen. Das haben wir dann auch vor kurzem hier ein bisschen aufgepeppt, ein bisschen lebhafter, ein bisschen wohnhafter gemacht, ungemütlicher. Also dieser Bettkopf hat mir von Anfang an nie so richtig gefallen. Da hatte ich auch ein paar andere Ideen. Ich wollte es erst mit Stoff beziehen und dann kam mir die Idee, weil ich es ja hier farbig streichen lassen wollte, dass wir einfach den Bettkopf mit streichen. So fällt es für mich weniger auf und ist einfach einheitlich. Vielleicht auch eine Idee für euch. Und hier habe ich dann wieder diese Kombination mit Secondhand-Schätze, zum Beispiel diese Uhr. Die Lampe, das hatte ich auch zum Beispiel angestrichen. Und was ganz Besonderes, das hat eine Freundin für mich, tut so Sachen stricken, das hat sie dann extra für mich angefertigt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis auch. Die Kombination von ihren Theorien und meiner Praxis, das finde ich sehr schön, lebhaft, ein gemütliches Ambiente. Ich wollte schon immer individuell wie möglich einrichten. Ein bunter Mix, ein wilder Mix aus Sachen, die ich liebe. Das war die Roomtour durch unser Stilwegshaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für weitere spannende Objekte abonniert den Kanal oder klickt hier oder hier. Tschüss!